Und oh, Einen wunderschönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Skype-Session Sprungwurf TV namens Anwurf, das Handballmagazin. Heute Ausgabe 65. Ihr seht, es ist wieder volles Haus. Freue ich mich sehr drüber. Ihr seht es noch nicht, aber jetzt gleich, denn wir schalten sie jetzt dazu. Da sind sie. Wir sehen Ronja Lauf vom TSV Nordharrisley. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und Birger Dittmar, gerade in die dritte Liga aufgestiegen mit TuS Opladen. Freue mich sehr, dass du da bist. Sprechen wir drüber. Und die Torschützenkönigin der Hamburg-Liga ist heute zugeschaltet vom Mooriger SV, Kim Gierke. Hallo Kim. hallo. Kim, wie geht's dir? Ja, ganz gut soweit. Hast du die letzten Wochen gut überstanden? Ja, Ja. teilweise langweilig, aber war gut. Wir sprechen gleich drüber, sind einige Community-Fragen in die Richtung auch reingekommen. Wenn ihr, apropos, Stichwort Community-Fragen, von den dreien Dinge wissen wollt, könnt ihr die natürlich jetzt auch noch hier auf YouTube an der Seite oder auf Facebook unter dem Stream stellen oder Stichwort Second Screen auch auf Instagram. Dann erfahren wir heute, glaube ich, coole Dinge, wie ob Laden virtuell vielleicht gefeiert hat, dass es in die dritte Liga gegangen ist, worauf man sich da eigentlich gefasst machen muss. Wir klären alles heute zum Nachnamen von Ronja Lauf. Und natürlich sind wir aber auch seriös dabei und gucken in die zweite Liga der Frauen. Ein Spot. Und dann legen wir los mit Anwurf, das Handballmagazin Nummer 65. Ihr wollt euer Spiel oder Event live im Internet sehen? Dann schreibt uns eine Nachricht und wir klären zusammen die Rahmenbedingungen, um auch euch bald live und on demand zu zeigen. oh. Das ist der schnellste Spot der Welt, glaube ich. Also weiß ich. Schneller geht's gar nicht. So, wir kommen wie immer zu unserer traditionellen Fragenlawine. Vielleicht habt ihr es eben im Intro gesehen. Off-Season steht da, Nummer 65. Eigentlich war nämlich ursprünglich geplant, dass letzte Woche die allerletzte Sendung der Saison bei Anwurf stattfindet. Aber jetzt senden wir einfach den kompletten Sommer durch, denn wir haben ja auch nichts Besseres zu tun. Deswegen starten wir auch heute wie immer mit der Fragenlawine und einfach der Reihe nach durch und wie es das Pendel so will. Ronja, bist du am Start jetzt? Perfekt. Bist du bereit? Klar. So, ich gucke mal hier auf die Fragen, die aus der Regie gerade frisch reingekommen sind. Oh, sie sind noch warm. Chips oder Flips? Chips. Warum? Ganz klar. Ja. Okay, sorry. Auch sehr interessant. Ich hoffe, du sagst ja, dann kannst du es uns vormachen. Kannst du dann eine Zunge rollen? Wie genau meinst du? Zeig mal. Ich kann es nicht, deswegen kann ich dir auch nicht sagen, in welcher Art und Weise. Wie kann man die Zunge rollen? Weiß ich nicht. Ja, man kann ja so eine Welle machen oder nur so zusammen. Bitte. Ich kann keine Welle, wie soll ich das zeigen? Birger, kannst du das? Eine Welle kann ich nicht. Ich könnte den klassischen zusammenrollen. Ja. Aber Der Klassiker, der klassische Zusammenhang. ist auch nicht drin. Die nächste Frage finde ich persönlich sehr interessant. Hast du jemals ein Straßenschild gestohlen? Und würdest du es live im deutschen Fernsehen zugeben? Ja, ich hab's geliehen, sagen wir es so. Wann und wo? Ja, das war so ein klassisches Turnier in Delve. Sagt mir gar nichts. Nee, es ist auch, glaube ich, gar nicht so bekannt. Ja, dank Straßenschilder werden die nicht im Vorfeld vorsichtshalber schon abgebaut? Nee, also irgendwie hatte ich das auf einmal in der Hand auf alle Fälle und irgendwie war es auf einmal im Camp. Okay, und wo ist es jetzt? Ja, das habe ich wieder an Ort und Stelle zurückgebracht, natürlich, als guter Bürger. Sehr gut, als guter Bürger. Ne? Das des heutigen Abends. Was ist die größte Sache, die du nicht abkannst? Lügen. Sehr gute Antwort. Und letzte Frage, schaust du Zeichentrickfilme? Und wenn ja, welche?
Ja, ich habe so eine Sache. Immer wenn ich krank bin, gucke ich einen bestimmten Zeichentrick. Was guckst du dann? Immer einen bestimmten Zeichentrickfilm, wenn ich krank bin. Welchen bestimmten? Ja, König gucke ich dann immer. Klassiker. Auch ein Klassiker. Sehr gut. Birger, du bist dran. 5 Fragen. 5 Antworten. Wobei, guckst du für Filme, wenn du krank bist? Gute Frage. Harry Potter geht eigentlich immer. Ja. Die Frage ist, isst du dazu Chicken Nuggets? Denn deine erste Frage ist, woran dippst du deine Chicken Nuggets? Chicken Nuggets tatsächlich werden in gar nichts gedippt bei mir. Ich bin absolut kein Dip-Fan, sei es Chicken Nuggets, Chips, sonstiges. In der Uni der Salat wird auch ohne Dressing gegessen. Die Bratwurst im Brötchen auch? Die Bratwurst im Brötchen auch. Sogar ewig lange Pommes ohne Ketchup oder Mayo gegessen. Unfassbar. Unfassbar. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt die Sendung noch weitermachen sollen. Tut mir leid. Hast du jemals einen Strafzettel bekommen? Ja, aber nur Klassiker. Also geblitzt oder falsch oder zu lange irgendwo geparkt und dann was bekommen, aber keine außergewöhnlichen Strafzettel. Kann jemand heute bitte Strichliste führen für das Wort Klassiker? Das ist, glaube ich, jetzt schon 3 oder 4 Mal gefallen. Viele Klassiker heute. Als du ein Kind warst, als was hast du dich zu Halloween verkleidet? Tatsächlich glaube ich, Halloween auch als Kind nicht großartig mitgemacht zu haben. Mal an Fasching oder so im Kindergarten bin ich dann als Indianer oder sowas gegangen. Aber Halloween glaube ich nicht, dass ich da groß irgendwann mal um die Häuser gegangen bin. Muss ich sagen, enttäuscht mich ein bisschen. Ich hätte dich in einem Hamburger-Kostüm und dann als erwartet. Jedem das seine. Hast du Höhenangst? Nee, nein, eigentlich nicht. Respekt, aber keine Höhenangst. Okay. Und letzte Frage. Trägst du Hausschuhe? Perfekt. Den Klassiker trage ich wieder, ne? Die Adiletten. Ja, zu Recht. Ist halt auch das Beste, was es gibt. So ist es. Deine 5 Fragen schon. Kim, jetzt bist du an der Reihe. Bist du bereit? Ja. Schläfst du mit geöffneter oder geschlossener Tür? Immer geschlossene Tür. Frage 2. Tanzt du manchmal auch, wenn keine Musik läuft? Ich mag Tanzen überhaupt nicht, von daher auch nicht, wenn Musik läuft. Gar nicht, okay. Nicht mal, wenn so, weiß ich nicht. Uptown Funk? Nee, gar nicht. Gar kein, okay. Da passt die 3. Frage hier. Super, was ist dein Song der Woche? Ja, tatsächlich haben wir die letzte Woche ziemlich viel Ich würd lügen von KF gehört, aber generell alles Mögliche. Ich würde lügen von, kannst du den ansingen? Nee. Ja, würde Ronja, glaube ich, gefallen. Die mag lügen. Was ist dein Lieblingsessen? Ich bin generell eigentlich gar nicht wählerisch, was Essen angeht, aber Sushi ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, okay. Letzte Frage. Sehr viele Musikfragen hier mit drin bei dir, passenderweise. Was war dein erstes Konzert, das du besucht hast? Bei Jason Derulo war ich. Oh. Wie ist der live? War ganz nett. Wann war das? Ich glaube vor 2 Jahren in Hamburg. Ja, in der großen Arena? Oder was? In der Barclaycard. Ja, cool. Jason Derulo. Okay, das waren die 5 Fragen. Das ist fantastisch, habt ihr das schon mal gelöst. Also wir sind gleich direkt in der Sendung drin und ich öffne den Second Screen, wie es so schön heißt auf Neudeutsch, mit den Community-Fragen dazu. Und Kim, wo wir gerade schon dabei sind, würde ich sagen, starten wir einfach mal durch. Du bist Kim Gerke vom Moriger SV. Richtig. Und ich habe neulich zu Michael gesagt, wenn wir jemanden mal in der Sendung brauchen, dann unbedingt die Torschützenkönige aus den Ligen. Und du bist Torschützenkönigin geworden in der Hamburg-Liga. Wenn ich dann aber in die Tabelle gucke,
dann steht ihr auf einem Abstiegsplatz. Wie passt das statistisch zusammen, dass eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller die Torschützenkönigin stellt? Ja, also ich glaube, der 11. Platz sieht natürlich ziemlich schlecht aus, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass wir gar nicht so schlecht waren die Saison. Wir hatten halt auch sehr viele enge Partien, die wir knapp verloren haben. Und dementsprechend stehen wir jetzt ziemlich weit unten drin, aber gehören da vielleicht gar nicht unbedingt so rein. 109 Tore. 109 und 29 vom 7-Meter-Punkt. Und das habe ich mal hochgerechnet, tatsächlich ohne Taschenrechner. Das ist fast ein Viertel der Tore, die ihr geworfen habt. Also du musst ja wirklich wie aufgezogen da durch die Saison gelaufen sein. Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also ich habe auf jeden Fall viel Spielzeit bekommen und wurde halt auch immer gut von meinen Mitspielern in Szene gesetzt. Keine Ahnung, ist irgendwie dazu gekommen, weiß ich auch nicht. Du bist Kreisläuferin, aber in deinem Steckbrief hast du auch angegeben, auch im Rückraum. Wo läufst du öfter auf? Eigentlich eher am Kreis. Jetzt die letzten Spiele, die wir hatten, war ich auch öfters mal Rückraum Mitte, aber überwiegend am Kreis. Also wenn wir auf die Tabelle gucken, Platz 11 in der Hamburg-Liga. Aber man hatte zum Beispiel kurz vor dem Saisonabbruch, im Februar, habt ihr zum Beispiel in Wilhelmsburg, glaube ich, auswärts gewonnen. Da hatte man dann ja plötzlich wieder Hoffnung, oder? Ja, das war auf jeden Fall ein Hoffnungsbringer. Das war ein richtig geniales Spiel. Da hat einfach alles gepasst. Ja, das war gut. 7 Tore auch von Kind. So, beim 25-22. 7 Tore auch von Gina Weinberg. Welche Position spielt sie? Auf Außen, meistens links. Wenn du mal vergleichst, Saisonbeginn, Saisonende, wo waren am Ende die guten Punkte bei euch in der Saison und was muss definitiv besser werden? Also ich würde sagen, da war schon einiges auch Gutes dabei, aber wir müssen auf jeden Fall mehr mit Kopf spielen. Also wir haben uns das oft, die Spiele selber in den letzten Minuten halt selber verhauen, indem wir dann halt zu kopflos waren oder vielleicht auch, wir sind eine sehr junge Mannschaft, irgendwie auch vielleicht unerfahren und dann halt zu viele schnelle Fehler gemacht haben und dann halt selber uns wieder zurückgebracht haben. So. Aber ja, daran müssen wir auf jeden Fall arbeiten. Geduld und mit Kopf. Euer Saisonstart war nicht so schlecht. Habt dann direkt mal 3 Punkte geholt aus den ersten beiden Spielen. Dann, und das habe ich jetzt mir mal angeguckt, ein Sieg nur aus den 7 Spielen, aber dieser Sieg ausgerechnet gegen Ahrensburg und die sind jetzt Meister geworden. Ja, verrückt. Keine Ahnung, da lief auch alles an dem Tag. Da hatten wir auch das erste Mal wieder unsere eigene heimische Halle. Die anderen Heimspiele haben wir alle in einer anderen Halle ausgetragen, weil unsere gesperrt war. Das hat dann halt auch irgendwie nochmal einen neuen Schwung gebracht. Wir kennen die Mannschaft aus Ahrensburg auch relativ gut und das war einfach ein sehr gutes Spiel von der ganzen Mannschaft. Wie viele Tore weißt du noch? Keine Ahnung. 11 Stück. Wahnsinn. 11. Und davon nur 7 Meter. Also das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Wo hast du das Handballspielen gelernt? Wo kommt dieser Torinstinkt her? Ich habe schon immer in Moregel gespielt, in der Jugend eigentlich nie hoch. Also wir sind halt ein kleiner Dorfverein, irgendwie Bezirksliga in der Jugend habe ich gespielt. Und dann mit 15 gab es die ersten Gespräche, sage ich mal, mit meinem jetzigen Trainer, mit André. Und ja, dann habe ich halt knapp vor meinem 16. Geburtstag angefangen, bei denen mitzutrainieren, bei den Damen. Mit 16 dann direkt die Doppelspielberechtigung bekommen. Und ja, also immer nur in Moregel und weiß ich auch nicht, woher das kommt. Aber du hast im Vorgespräch verraten, eigentlich wolltest du Basketballerin werden. Wie kam das denn zustande? Wir haben damals so überlegt, was gibt es hier so in der Nähe oder generell, worauf hätten wir Lust, also meine Geschwister und ich. Und ja, Basketball fand ich eigentlich immer super cool und interessant, hatte auch einen Basketball hier zu Hause. Aber das gab es halt hier in der Nähe nicht in meinem Alter. Und dann hat meine Mama mich mal zum Handball gebracht und da bin ich geblieben. Hattest du Basketball als Vorbild? Nee, gar nicht. Aber dann Handball und du hast auch gesagt, einmal beim Handball angefangen, hat sich nicht mehr losgelassen. Was fasziniert dich denn an dem Sport, so bis heute dann ja offenbar? Ja, auf jeden Fall
Mannschaftssport generell, also klar wäre beim Basketball jetzt auch, aber ja, vor allem auch das Team. Der Sport an sich ist halt auch einfach mega. Es ist ein kleiner Dorfverein, man kennt jeden, jeder kennt einen, es ist sehr familiär, die Unterstützung ist da komplett vorhanden und ja, einfach schön. Ich habe hier gerade mal das Handy wieder zur Hand genommen und da auf eurer Seite, immer wenn man Moorige sucht, sieht man sehr scharf. Auf jeden Fall kann ich das sagen, wenn man euch sucht, findet man, egal ob auf Insta oder auf Facebook, immer Mooriger SV, erste und zweite Damen. Seid ihr unzertrennlich oder was ist das für ein Konstrukt, dass ihr Social Media technisch ständig Hand in Hand quasi zu finden seid? Ja, bei uns ist das so, wir sind halt ein ganz großes Team. Ich glaube, wir sind irgendwas zwischen 20 und 25 Mädels. Und ursprünglich war es halt immer eine Mannschaft und dann sind so viele aus der A-Jugend hochgerückt in die erste Dame und damit halt alle genug Spielpraxis bekommen können und Erfahrung sammeln, haben wir dann, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, eine zweite Damenmannschaft gegründet, die dann halt in der Kreisklasse angefangen hat und mittlerweile in der Landesliga ist. Und die ist halt so ein bisschen der Unterbau quasi für die erste Dame. Ja, aber wir sind halt ein großes Team, wir trainieren zusammen, ja, wir machen alles zusammen, da gibt es eigentlich keine Unterschiede. Ja. Wo sagst du, war der Aufstieg in die Hamburg-Liga? Wann war das? Das war in der Saison 2016, 2017. Also jetzt haben wir das 3. Jahr Hamburg-Liga gespielt. War das jetzt das schwierigste Jahr für euch in der Liga? Ja, also ich würde mal sagen, das erste Jahr war einfach halt Abenteuer pur, einfach mal gucken. Das war das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass eine Mannschaft bei uns halt so hoch gespielt hat. Und da kannte uns halt auch niemand. Das war einfach, wir sind überall als Außenseiter angereist und konnten dementsprechend halt auch befreit aufspielen und es einfach genießen. Dann letzte Saison, also das zweite Hamburg-Liga-Jahr, das war ja richtig gut, da sind wir Fünfter geworden, das war super. Ja, und jetzt war halt schon irgendwie so ein bisschen der Wurm drin, haben halt oft irgendwie knapp verloren, oft nach den Spielen haben wir uns zusammengesessen und irgendwie gedacht, ja, da wäre mehr drin gewesen. Also es war schon hart. Wie oft trainiert ihr in der Hamburg-Liga? In der Vorbereitung trainieren wir 3-mal die Woche und in der Saison dann 2-mal die Woche. Jetzt ist ja gerade sowieso alles anders. Wie habt ihr die letzten Wochen, ja mittlerweile muss man ja schon Monate sagen, verbracht? Wir haben individuell halt jeder zu Hause irgendwie ein bisschen was gemacht. Wir haben uns viel motiviert innerhalb des Teams. Teilweise gab es halt auch so Zweier-Teams, sage ich mal, die zusammen laufen gegangen sind oder so. Ja, aber sonst halt alles von zu Hause. Der eine ist ein bisschen mehr gelaufen, der andere ein bisschen weniger. Klassiker. Bei dem Wort wieder bleibt. Ja, wie geht's weiter für euch? Jetzt habe ich gestern jetzt auch wieder auf Insta gelesen, es gibt 5 Abgänge bei euch. Das scheint ja fast einen kleinen Umbruch zu geben. Unter anderem ja auch die Janina, die bei uns mal hier im Studio zu Gast war. Ja, das stimmt. Da sind einige, die gehen. Vor allem halt irgendwie auch privat oder beruflich, dass die halt wegziehen oder einfach jetzt auch aufhören, weil die schon ein bisschen älter sind. Mal gucken, also sind auf jeden Fall mit Janina auf jeden Fall eine wichtige Spielerin, die uns da verloren geht, sowohl sportlich als auch menschlich. Sehr traurig, sehr schade. Ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Es gibt einige Fragen, auch hinsichtlich hier auf Instagram reingekommen, wie es weitergeht und so weiter. Das machen wir gleich beim Teil Community-Fragen. Erstmal freue ich mich sehr, dass du heute zugeschaltet bist und unser Gast bist und jetzt erstmal ein bisschen Auskunft gegeben hast über die Hamburg-Liga. Vielen Dank. Sehr gerne. Und wir machen einen kleinen Spot und dann klären wir, wie Tussop Laden gefeiert hat, dass es in die 3. Liga ging. Ihr wollt euer Spiel oder Event live im Internet sehen? Dann schreibt uns eine Nachricht und wir klären zusammen die Rahmenbedingungen, um auch euch bald live und on demand zu zeigen. 2, 1. Birger Dittmar ist nämlich auch zugeschaltet. Der Mann mit der 13. Warum? Was ist das für ein Trikot? Ist das deins? Oder? Genau, das ist meins aus der letzten Saison noch. Warum die 13?
Ähm, Eigentlich hat Zorn ja immer die 17, aber die war bei Opladen fest vergeben. Und dann habe ich nach der 13 gefragt, ob die frei ist, weil mein Cousin die immer getragen hat und war frei und jetzt bleibe ich auch dabei. Also Birger Dittmar mit der Nummer 13, heute unser Gast, 24 Jahre alt, seit jetzt fast 2 Jahren, oder? In Opladen. Wir sind schon drüber. Also war jetzt die zweite Saison, aber ich bin seit April 2018 in der Region da unten unterwegs. Okay, Mini-Ticken mehr als 2 Jahre. Und vorher Herzhorn. Also du kommst natürlich aus dem Norden. Es sind auch viele Fragen reingekommen, die können wir nachher alle gar nicht stellen, Richtung Herzhorn. Vermisst du denn ein bisschen den Norden? Wir müssen, glaube ich, erstmal klären, wo ist Opladen überhaupt? Opladen ist ein Stadtteil von Leverkusen. Und ja, den Norden. Ja, ich vermisse es schon. Es ist schon immer ganz schön, wenn man zwischendurch dann in Semesterferien oder so mal wieder oben ist. Ich versuche dann auch regelmäßig bei den Herzhornern beim Training mal vorbeizugucken oder wenn es irgendwie passt und die noch am Spielen sind, auch mal bei einem Spiel zuzugucken. Vermisst man schon, aber ich fühle mich unten auch definitiv wohl. Warum geht man von Südschleswig-Holstein nach Leverkusen? Einfach, weil man mal wieder Fußball-Bundesliga im Stadion gucken will? Oder warum geht man hin? Es werden mich einige aus der Mannschaft hassen, aber wenn ich Fußball-Bundesliga im Stadion gucken will, dann gehe ich nicht zum Bayer, sondern irgendwo hin, wo richtig Stimmung ist. Aber nee, es hängt mit meinem Studium zusammen. Ich bin seit April 2018 an der Sporthochschule in Köln am Studieren. Und dann wollte ich mir dort auch natürlich einen Verein suchen. Bin ein bisschen per Zufall bei Opladen gelandet, aber habe mich dann da sehr wohl gefühlt und spiele sehr gerne dort. War das damals schon absehbar, wohin die Reise mit Opladen dann in der Zeit gehen könnte? Das ist eine gute Frage. Also, als ich gekommen bin, im April, habe ich so die letzten Spiele der Saison noch mitbekommen. Sind, glaube ich, in der Saison Vierter geworden. Und also es war schon absehbar, dass wir wieder oben mitspielen in der ersten Saison. Ziel Aufstieg war es da in der ersten Saison so konkret, glaube ich, noch nicht. Würde ich sagen, da war so Top 3, wenn es klappt, wäre cool, aber nicht Pflicht. Und ja, in die zweite Saison sind wir schon mit dem Ziel gegangen, dass wir gesagt haben, also mit dem Kader wollen wir auf jeden Fall um Aufstieg mitspielen. Wir haben es jetzt nicht offensiv komplett nach außen hin von Anfang an gesagt, aber haben erstmal gesagt, ja, wir wollen oben mitspielen. Aber nach den ersten Spielen und so hat sich dann schon klar rauskristallisiert, das könnte hier sehr gut klappen. Wir wollen dabei bleiben und wollen das Ding nach Hause holen und Meister werden. Ist es nur gerade bei mir so oder hört ihr euch auch teilweise doppelt? Hat jemand noch Ton ein bisschen laut mit dabei an? Oder irgendwas? Oder muss ich meinen Ton leiser? Weiß ich nicht. Was sagt die Regie dazu? Nichts. Nein, kleiner Spaß. Kriegen wir aber alles hin. That's live, that's Skype sozusagen. Also wir halten mal fest, Opladen steigt in die dritte Liga auf. Bevor wir klären, was da eigentlich auf die dritte Liga jetzt zukommt, schauen wir mal, das habt ihr ganz gut auf eurer Webseite auch beschrieben. Also ihr seid natürlich jetzt aufgestiegen, auch aufgrund der Quotientenregelung, die angewendet worden ist in der Oberliga Nordrhein. Aber wenn man sich auch die vorherigen Spiele anguckt, da hatte man doch eigentlich überhaupt gar keinen Zweifel, dass es genau darauf hinauslaufen wird, oder? Ich weiß nicht, wann der Punkt erreicht war, aber also sicher kannst du dir klar nie sein, aber auch jetzt am Ende waren es, glaube ich, noch 6 Spiele mit 5 oder 6 Punkten Vorsprung. Man hat schon gemerkt, da muss jetzt schon einiges schieflaufen, damit es nicht doch noch klappt. Beziehungsweise damit wir uns doch noch das versauen. Aber ja, man kann sich nie sicher sein, aber wir hatten schon alle eigentlich ganz gutes Gefühl und man hat auch gemerkt, dass im Team alle sich bewusst sind, Vorsprung ist schön und gut, aber wenn das klappen soll, müssen wir es genauso routiniert runterspielen, wie wir es bisher gemacht haben. Und von daher
Ja, glaube ich nicht, dass da irgendwie in den letzten Spielen noch großartig was schiefgegangen wäre. Wenn du jetzt 2 Saisons Oberliga Nordrhein erlebt hast, vorher ja mit Herzhorn auch Oberliga gespielt hier oben. Was würdest du sagen? Gibt es da Unterschiede zwischen Hamburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein? Ja, also Unterschiede, klar, gibt es schon, aber ich würde es jetzt vom Niveau oder von der Spielweise nicht grundsätzlich unterscheiden. Ich würde es eher unterscheiden zwischen den Vereinen, wo ich gespielt habe, weil in jeder Liga hast du Vereine, die spielen mehr auf Tempo oder wie St. Pauli im Norden, die eher so 1,5 Minuten Angriffe gerne gespielt haben, aber die Mannschaften gab es auch bei uns in der Nordrhein-Liga. Aber ich muss sagen, der Wechsel von Herzhorn zu Opladen, die Umstellung am größten war das Tempospiel. Also weil bei Herzhorn war auch so teilweise auch mal ruhig angehen und bei Opladen war schon größtenteils harte Abwehr, volle Kanne erste Welle, volle Kanne zweite Welle, klares Konzept, schnelle Mitte und schnell raus. Also wir haben schon viel versucht, über das Tempospiel zu kommen. Also das war definitiv eine kleine Umstellung. Warum kann Opladen auch dritte Liga? Weil wir sehr gut aufgestellt sind in allen Bereichen des Teams. Also wir sind von den Spielern her komplett top aufgestellt, in der Breite als auch individuelle Klasse der Spieler. Wir haben ein sehr breites Trainerteam, was sich sehr viele Gedanken jetzt auch in der Zeit des Saisonabbruchs gemacht hat, für die Vorbereitung schon gemacht hat. Wir haben ein klares Konzept. Alle stehen hinter dem Plan, den wir verfolgen. Wird eine schwere Saison, sind sich, glaube ich, alle bewusst, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das packen, wenn jetzt nicht irgendein riesiges Verletzungsunglück in unmenschlicher Zahl über uns jetzt herbricht. Ha. Kannst du dich an den 19. Oktober 2019 erinnern? Wenn du jetzt direkt nach dem Datum fragst. Ich konkretisiere mal: Spiel gegen Essen 2. Ja, dann weiß ich, wonach du fragst. Ich bin im Tor gelandet während des Spiels. Exakt. Ich habe heute nämlich ein paar schöne Nachrichten bekommen von folgendem Instagram-Account: TUS82-Team07. Viele Grüße. Ist das eure Fanpage? Nee, was ist das denn? Die offizielle Seite der 2007er. Das ist dann ja eure C-Jugend. Das, ja, C-Jugend müsste das sein, die sehr erfolgreich unterwegs ist in den letzten Jahren. Auch, glaube ich, jetzt zweimal hintereinander im Norden den Ulzburg Cup gewonnen. Genau, die sind ganz gut aufgestellt, die Jungs. Und die haben mir davon ein paar Videos geschickt. Leider, wenn man sich die offenbar auf Instagram anguckt, dann sind sie nach einem Mal gucken weg, offenbar, keine Ahnung. Auf jeden Fall steht dann dazu Birger im Tor. Das musste ich natürlich nochmal nachrecherchieren. Du hast für 2 Minuten im Tor gestanden an jedem Tag. Samstag, der 19. Oktober gegen Essen. Top-Spiel, ihr habt gewonnen. Warum warst du im Tor? Ja, sind wir mit 3 Torhütern in die Saison gegangen. Der eine war aufgrund nicht perfekter Urlaubsplanung nicht dabei. Und dann kam es so, dass unser Torhüter, der gestartet ist, nach circa 10 Minuten sich eine glattrote Karte abgeholt hat. Der hatte auch noch seine eigene Story. Im Jahr davor, Auswärtsspiel gegen Essen, hat er sich auch nach 10 Minuten bei einer 7-Meter-Parade den Ellenbogen ausgekugelt. Also in Essen kann er irgendwie nicht scheinbar. Und dann kam es so, dass Mitte zweite Halbzeit, Ende zweite Halbzeit der letzte verbliebene Torhüter bei einem kleinen Ballbeschaffungsgerangel mit dem Kreisläufer angeblich wohl den Kreisläufer umgestoßen hat und hat dafür 2 Minuten gesehen und dann brauchten wir einen Torwart. Als erstes hat unser Trainer dann noch überlegt, unseren Torwarttrainer nachzutragen und ins Tor zu stellen. Ging aber nicht, weil alle Plätze
besetzt waren auf der Bank, also kein Platz mehr frei auf dem Spielberichtsbogen. Und da ich beim Fußball oft genug im Tor stand, ein Jahr in der B-Jugend, beim Handball sogar auch komplett im Tor stand, habe ich dann gesagt, komm, gib her das Leibchen, und habe mir den Pulli vom Rotsünder-Torwart geholt und bin damit ins Tor gegangen. Habe in den 2 Minuten dann 2 Würfe auf die Hütte bekommen, einen mehr als miserabel reingelassen, aber es war nicht so die Glanzleistung. Aber beim zweiten hat es dann funktioniert und habe einen Freien von 6 Meter rausgeholt. Siehst du? Auch ohne dass du alle Andi Thiel-Gedächtnis-Torwart-Camps durchlaufen hast, hast du trotzdem 50% Quote. Eben, also ich war ein bisschen sauer, dass er mich später beim 7er nicht nochmal gebracht hat. Hätte er ruhig noch machen können. Hast du jetzt ein verborgenes Talent, irgendwann nochmal Torwartkarriere angestrebt oder so? Definitiv nicht. Das eine Jahr B-Jugend hat mir dann letztendlich auch gereicht, und ich war ganz froh, als ich dann wieder zurück ins Feld gewechselt bin. Ballbeschaffungsgerangelt finde ich übrigens ein super Begriff. Das gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, dass der irgendwann mal in den Duden aufgenommen wird. Birger, geile Geschichte. Vielen Dank, dass du zugeschaltet bist. Es gibt, habe ich das Gefühl, noch einige geile Geschichten, wenn wir die ganzen Community-Fragen gleich angehen. Da sind wir gleich dabei. Vielen Dank auf jeden Fall hier an die C-Jugend von Opladen. Danke für den heißen Tipp, kann ich nur sagen. So, ein Spot. Und dann heißt es Lauf, Ronja, Lauf. Oder irgendwie so. Ihr wollt euer Spiel oder Event live im Internet sehen? Dann schreibt uns eine Nachricht und wir klären zusammen die Rahmenbedingungen, um auch euch bald live und on demand zu zeigen. Sie ist bekannt aus zahlreichen Filmen wie Forrest Gump oder irgendwie so. Aber spielt tatsächlich nebenberuflich auch noch Handball beim TSV Nordharreslee und gar nicht so unerfolgreich, können wir sagen. Herzlich willkommen noch einmal, Ronja. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Auf eurer Webseite beim TSV, da habt ihr ja auch alle so Steckbriefe ausgefüllt. Und da fand ich persönlich sehr spannend, dass bei dir stand, bei schlimmste Übung stand ausgerechnet Laufen. Ja. Da ist einmal das Verb nach einem benannt und dann ist es auch verkehrt. Langt halt, wenn man den Namen an sich trägt. Man muss es ja nicht können. Ach so. Aber die Frage ist ja jetzt, die sich anschließt, wie hast du die letzten Wochen so verbracht? Wie hältst du dich fit? Ja, wir haben einen Trainingsplan von unserem Athletiktrainer bekommen, den wir dann absolvieren müssen, und daran halte ich mich. Ja. Das heißt, wie viele Tage die Woche noch, sozusagen? Ja, schon je nach Belastung, die wir einhalten sollen, so 3 bis 6 Mal. Oh, Wahnsinn. Ja, es liegt aber auch eine anstrengende Saison, kann man glaube ich sagen, hinter euch, trotz Abbruch. Das war ja schon sehr, sehr intensiv in der zweiten Liga, oder? Ja, war schon sehr intensiv, und ich glaube, irgendwo tat es auch einigen ganz gut, körperlich gesehen, dass die Saison abgebrochen worden ist. Da kann man ja nicht sagen, dass es jemandem gut tat, aber vom Körper her haben sich jetzt, glaube ich, einige erholen können. Und so kann man hoffen, dass wir demnächst gesund und munter wieder durchstarten können. Ich glaube, wir wissen alle, in welche Richtung das gemeint ist. Wenn ich nochmal so an den Saisonstart zurückdenke, da haben alle gesagt, okay, erstes Jahr, zweite Liga ist immer relativ schwierig. Jetzt haben wir da einen Haken hinter gemacht, aber das zweite Jahr ist das eigentlich schwere Jahr. Vielleicht sogar das noch etwas schwierigere. Und dann startet ihr wirklich richtig super und haltet euch richtig gut. Und man konnte schon relativ schnell sagen, okay, die Mannschaft ist wirklich in der zweiten Liga endgültig angekommen. Wann war bei euch so der Hebel, dass ihr gesagt habt, zweite Liga können wir richtig gut? Ja, also allgemein, wie du schon gesagt hast, ist es ja, sagt man ja immer, das zweite Jahr ist immer schwieriger in der neuen Liga. Und wie unsere Trainer immer sagen, wir spielen am besten, wenn wir die Hose richtig voll haben. Und ich glaube, so sind wir in die Saison gestartet mit einer richtig vollen Hose und haben dementsprechend auch abgeliefert. Das hat Shorty gesagt oder Peerlinde? Beide sind der Meinung, dass wir dann echt gute Leistungen abliefern, wenn wir so richtig Angst haben. Wie machen die jetzt aber so einer taffen Truppe wie euch richtig Angst? Ja, also die sagen, stimmen uns halt richtig ein und zeigen uns wirklich, was unsere Gegner richtig, richtig gut können.
Und dadurch, Angst ist natürlich jetzt ein sehr negativ belastetes Wort dafür, aber es motiviert uns anscheinend, wenn sie uns die Stärken unseres Gegners so präsentieren, dass wir uns sehr gut darauf einstellen konnten und dementsprechend die ersten Spiele auch gut absolviert haben. Könnte man dann daraus schlussfolgern, ihr seid quasi die Saison einzig und allein angegangen wie eine lange Pokalsaison, dass jedes Mal ein neues Pokalspiel David gegen Goliath irgendwie war? Ja, also Überspitzt nein, kann man das schon so vergleichen schon, ja, dass wir so angefangen sind und ja, schon ja. Aber apropos Pokal, da müssen wir natürlich dann auch nochmal drüber reden, weil das war ja wirklich der Oberwahnsinn, was da so passiert ist. Ibbenbürener SV ging das alles los, da konnte man natürlich noch nicht ahnen, wohin im Pokal die Reise so geht. Aber dann hattet ihr gleich Oldenburg, Waiblingen, gegen die es in der Liga noch ein Krimi gab, der relativ knapp, glaube ich, an Waiblingen ausgegangen war. Und ja, dann genau, einfach revanchiert. Und dann Thüringen. Aber erstmal Oldenburg, bitte. Was war da bei euch in der Halle los? Warum habt ihr Oldenburg am Ende ja, glaube ich, sogar angemessen deutlich geschlagen? Ja, angemessen, wie du sagst. Ja. Ja, also es war einfach, wir sind einfach ohne irgendwelche, ja, wir haben uns eigentlich kein großes Ziel jetzt wirklich gesetzt, dass wir unbedingt siegen wollen oder beziehungsweise haben auch gar nicht damit so richtig gerechnet wieder und einfach drauf losgespielt und anscheinend lief an diesem Tag wirklich alles rund, so dass wir am Ende den Erstligisten Oldenburg aus dem Pokal kicken konnten. Und trotzdem sagen auch nachhinein, zumindest von außen viele, das absolute Highlight der Saison war euer Heimspiel gegen den THC, weil ihr Thüringen so lange Paroli geboten habt. Würdest du das auch sagen oder war Oldenburg ein Ticken noch drüber? Nein, also mit dem Spiel gegen THC kann man echt gar nichts vergleichen. Allein schon die Atmosphäre in der Wikinghalle mit 1300 Zuschauern, die war ausverkauft. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange die Halle nicht mal ausverkauft war. Das war schon Wahnsinn und alles drumherum stimmte und also die erste Halbzeit, das war einfach ein perfektes Spiel von uns, kann man so sagen. Ich glaube, wir lagen mit einem Tor zurück zur Halbzeit und man ist in die Kabine gegangen und war so, wow, was ist das gerade hier? Und das war faszinierend. Ja, das wären tatsächlich die nächsten beiden Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. Frage 1, was sagt das Trainerteam vor so einem Spiel? Und Frage 2, wie analysiert man dann das Ganze in der Halbzeitpause? Weil ich glaube, man ja mit allem gerechnet hat und man hat auch gedacht, oh, wir können ein gutes Spiel absolvieren hier. Aber das war ja Augenhöhe. Ja, tatsächlich, diesen Gegner haben wir nicht so stark analysiert wie andere Gegner, weil wir am Wochenende drauf ja wieder ein wichtiges Spiel hatten. Und dementsprechend haben wir das erste Mal uns mit dem Gegner an dem Mittwoch beschäftigt, vor dem Spiel. An dem Tag sogar gleich? Ja. Stimmt, das war ja Anfang Januar, ne? Ihr hattet samstags direkt nach Silvester euer erstes wichtiges Punktspiel im neuen Jahr, dann Pokal mittwochs und dann wieder Punktspiel. Ja, das ist korrekt. Ja. Und dann mittwochs bereitet man sich auf Thüringen vor. Aber wie muss man dann eigentlich samstags vorher das Zweitligaspiel angehen, wenn man weiß, in 4-5 Tagen kommen hier Weltstars? Das durften wir eigentlich gar nicht so in unseren Kopf lassen. Und auch am Dienstag hatten wir ganz normal Training, wo wir uns auch schon auf den Samstag eingestimmt haben. Aber dürfen und tun ist ja immer, das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das ging natürlich nicht. Also man hat natürlich schon daran gedacht, oh Wahnsinn, der Thüringer AC kommt wirklich zu uns in die Halle, wie wird das? Und man war ja trotzdem schon sehr, sehr gespannt drauf. Und allein auch schon dieses Gefühl, dass man so weit es geschafft hat, in den Pokal zu kommen, war ja auch schon wahnsinnig. Unabhängig vom Pokal, wenn du nochmal in die Liga zurücklegst, Platz 7 ist es jetzt geworden. Ja. Wie euer Trainer Shorty auch immer sagt, ein Erfolg. Was war denn euer Saisonhighlight in der Liga? Gibt es so eins? Also ich würde schon sagen, die beiden Spiele wieder gegen Sachsen. Gegen Zwickau? Ja, korrekt.
Sachsen liegt uns einfach. Und das Hinspiel war schon echt richtig gut. Da lief auch wirklich sehr, sehr viel bei uns. Und es ist, glaube ich, auch so besonders das Rückspiel jetzt für uns gewesen im Nachhinein, weil es halt das letzte Saisonspiel für uns war. Und wir es einfach gewonnen haben und so positiv die Saison für uns beenden konnten. Letzte Frage. Auf eurer Insta-Seite sind natürlich auch gerade viele Abgänge und die Neuzugänge werden so langsam besprochen. Euer baldiger Coach war ja neulich auch bei uns schon in der Sendung. Eine Frage habe ich aber noch, weil er jetzt natürlich quasi nach einer Ära geht. Shorty und sein Trainerteam. Was geht da für ein Trainertyp? Ja, ein ganz großer Mann geht da, also nicht vom Äußerlichen, sondern vom Herzen. Du kannst sagen, der oder Shorty? Ja, Shorty, also die Fußstapfen, die Shorty hinterlässt, die kann man niemals füllen und die sollte auch niemand verlangen, füllen zu wollen, weil Shorty wirklich einfach ein Weltklasse-Trainer war. Und das ist wirklich eine Ära, die da zu Ende geht, auch mit dem ganzen Trainergespann. Das waren einfach unsere Fanta Five, liebevoll genannt. Das ist einfach fantastisch gewesen mit denen. Ja, also du sagst natürlich, dass jeder Trainer sozusagen dann seinen eigenen Weg gehen soll, anstatt zu versuchen, irgendwelche Fußstapfen auszufüllen. Korrekt. Gut, ein weiteres Korrekt von Ronja Lauf sagt, dieses Interview ist beendet. Auch das ist korrekt. Korrekt. Dann gibt es wieder einmal den kurzen Spot, damit ich hier einen Schluck trinken kann. Und dann kommen die Community-Fragen. Ihr wollt euer Spiel oder Event live im Internet sehen? Dann schreibt uns eine Nachricht und wir klären zusammen die Rahmenbedingungen, um auch euch bald live und on demand zu zeigen. Und wir starten. Ich starte hier einfach so, wie sie hier reingeflogen kommen. Wild durcheinander. Zum Beispiel, lieber Birger, warst du heute eigentlich einkaufen? Ich war heute einkaufen, ja. Wann, wo, wie lange? Bei Edeka 3/4 Stunde. Gibt auch noch viele andere tolle Supermärkte. Aber gut, ja, alles klar. Nein, Spaß. Aber warum, also warst du lange einkaufen eigentlich? Naja, hat ein bisschen gedauert. Fleischtheke hat gedauert, aber ansonsten normaler Einkauf. Weil Maiki Fehlau fragt, warum warst du heute so lange einkaufen, du Quasselstrippe? Ja, das ist dann wahrscheinlich, weil ich seine Mutter habe ich getroffen. Ich denke mal, deswegen kommt die Frage. Und ja, keine Ahnung, ich habe ein bisschen gebraucht. Wie gesagt, Fleischtheke hat einfach gedauert. 1, 2 Leute noch getroffen, die ich länger nicht gesehen habe, die auch wegen Studium sonst in der Weltgeschichte unterwegs sind, aber jetzt gerade in der Heimat sind. Und dann hat das alles ein bisschen länger gedauert. Kim, wir haben viel darüber gesprochen, dass du deine gesamte Karriere beim Mooriger SV bislang verbracht hast. Jetzt kommt hier die Frage von Silja Meyer. Wo siehst du dich denn in 2 Jahren? Immer noch beim MSV oder könntest du dir auch vorstellen, mal die Farben zu wechseln? Also ich fühle mich sehr wohl in der Mannschaft und generell in dem Verein, dieses familiäre Umfeld. Also ich möchte nicht weg von Morege, aber ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass es vielleicht irgendwann mal sein könnte. Ich lasse das auf mich zukommen. Kjell Sommer, wie geht es dir aktuell ohne Handball? Es ist schon ziemlich schwierig. Also es ist ja ganz komisch. Das war ja dann auch schon doch relativ plötzlich, dass man sich von 3-mal die Woche auf gar nicht mehr sehen. Also klar, mit vielen schreibt man auch oder hat halt so Kontakt, aber ohne Training und so, das war dann ja doch relativ spontan und das fehlt mir schon sehr, auch nicht nur das Training, sondern auch das mit der Mannschaft und ja, das ist schon nervig und ich freue mich, wenn wir wieder loslegen. Wie habt ihr das eigentlich bekommen mit der Quotenregelung und dann abschließend auch der Entscheidung, wie die Liga gewertet wird? Trefft ihr euch virtuell und habt das dann besprochen? Wir bleiben in der Hamburg-Liga oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, das hat unser Trainer André einfach in die Gruppe da mit den ganzen vom Hamburger Handballverband, wo das alles da geschrieben wurde, hat er uns in die Gruppe gestellt. Ja, und nächste Woche haben wir aber noch so eine kleine Saisonabschlussbesprechung, wo wir uns dann nochmal mit allen treffen und unsere Abgänge nochmal verabschieden und nochmal ein bisschen die letzte Saison zusammen besprechen und was so die nächste Saison kommt oder ja. Ja, Doppel-J. Doppel-J Jasmin, irgendwie so. Jasmin unterstrich auf jeden Fall. Was machst du neben dem Handball in deiner Freizeit? Ja, viel mit meiner besten Freundin unterwegs, also mit ihr. Und ansonsten Ach so. bin ich oft babysitten. Ja, Babysitten? ja. Damit ist auch die Frage eigentlich geklärt, wie du dich außerhalb der Trainingszeit fit hältst, weil das hält wahrscheinlich auch. Ja, nee, also ein bisschen laufen ist jetzt nicht so meine Stärke, aber manchmal werde ich dann doch überredet, dass ich mal laufen gehe. Und sonst, ja, arbeite ich halt auch im Kindergarten. Ich mache ein duales Studium Okay. und Babysitten. Also viel mit Kindern, viel Bewegung da. Wahnsinn. Das waren deine Community-Fragen. Und apropos Laufen. Hier so. Nani Sani Banani fragt, wann trinken wir unseren Kaffee, Ronja? Ja, wenn sie mal endlich zurück nach Deutschland kommt. Silu fragt, außerhalb von Deutschland, was war der schönste Ort, den du je besucht hast? Wenn ich jetzt Ballermann sage, ist es keine gute Antwort, glaube ich. Kommt drauf an, es gucken viele Handballer zu, also ist es genommen, glaube ich. Oder Birgerlacht auch. Nein, also tatsächlich gefällt mir das in Bern ganz gut. Das wollte er nur hören. Er hat auch gleich mehrere Fragen danach gestellt. Was ist dann Traumferien, Destination und so. Aber damit ist da schon mal ein Haken hinter. Wie sehr, apropos Mallorca, Lea Tiedemann fragt, wie sehr dankt dir deine Stimme dafür, dass Malle dieses Jahr ausfällt? Ja, ich glaube, meine Stimme tut das wirklich gut, dass sie dieses Jahr mal ein Jahr Erholung hat. Leider wird dieses Jahr dann nicht der Bordcomputer installiert an meinem Körper, aber das macht gar nichts. Der Bordcomputer? Ja. Ist es das, was Merle Carstensen mal in einem Podcast namens Gespräche vom Balkon erzählt hat? Ja, jetzt haben wir die Auflösung. Berichte mal ganz kurz für alle, die es nicht wissen, was ist der Bordcomputer? Ja, der wird installiert, wenn eine Person die Stimme auf mysteriöse Art und Weise verloren hat. Und dann nimmt zum Beispiel der Kapitän die Verantwortung in die Hand, und zwar den Edding, und schreibt so ganz wichtige Antworten bzw. Fragen an den Körper. Und dann muss man einfach nur immer draufklicken und jeder weiß, was man sagen möchte. Zum Beispiel, ich habe Durst. Und dann klickst du hier. Ja, oder ja, nein, ha, ha, ha. Also wenn was witzig war, musste man ja auch lachen. Und manche Bestellungen wurden halt auch auf meinen Arm geschrieben. Bestellungen, ach so. Und das haben auch die Kellnerinnen und Keller im Bierkönig. Kellner. Ja, na klar. Ja, stark. Sehr gute Installation. Ja. Sollte viel mehr als Bill Gates die Weltherrschaft übernehmen, nur mal so am Rande. Weltklasse von ihr. So. Tabea fragt auch, wie fühlst du dich? Gut. Und Brasina86 fragt, was sind deine schönsten Erinnerungen an deine Zeit vor Harreslee im Bredstedter TSV? Tatsächlich das zweite Jahr A-Jugend. Das war ein schönes Jahr. Ist Bredstedt eigentlich richtig ausgesprochen? Wie spricht man es aus? Brettstedt. Nein, Spaß. Bredstedt ist schon richtig. Ja. Brettstedt, sehr gut. So viele Fragen, aber hier eine Frage kommt, also eine Frage von Merle Carstensen, muss ich vorlesen. Was darf vor einem Match auf gar keinen Fall fehlen? Oh, so einiges. Was erzähle ich jetzt davon? Das war jetzt. Da gibt es ein Ritual, was wir immer durchführen. Und zwar, es darf nicht fehlen, dass Merle und ich zusammen frühstücken. Sage ich einfach jetzt das.
Und einen Kakao trinken. So, völlig richtig. Und kannst du mir erklären, wieso dein Legend Bicycle Race Move, ist es richtig ausgesprochen, immer wieder funktioniert? Hast du gut gemacht. Was ist denn der legendäre Bicycle Race Move? Ja, also man fährt auf dem Fahrrad, aber man hat kein Fahrrad unter sich. Mach mal bitte vor. Niemals. Warum nicht? Nein, das ist... Für die Follower und Fans hier, klar. Ja, das muss man nochmal in einer anderen Folge vielleicht aufrufen. Gut, nächste Woche bist du wieder eingeladen. Ja, das war die letzte Frage. Also ich bin relativ enttäuscht jetzt. Ja, ich auch, total. Dann gehen wir mal zu Birger rüber. Birger, warst du schon einmal in einen richtigen Bärenkampf verwickelt? Nee, ich habe mich vor dem Bärenkampf immer gescheut. Ich habe ein bisschen Angst davor. Topsy 91 fragt das. Ja, das ist ein Kampf mit meinem Bruder, den er gerne mal ausruft, ob sich Leute den trauen, wenn wir unterwegs sind zum Feiern. Aber ich kenne bisher keine Person, die sich getraut hat. Hendrik Racho fragt, bist du wirklich in der Heimat gerade oder bist du nicht heimlich nach Mallorca alleine geflogen? Ich wünschte, es wäre heimlich alleine nach Mallorca, aber es wird mir wahrscheinlich gerade nicht viel bringen, da alles zu ist, aber ich bin tatsächlich in der Heimat. Und er fragt auch, wer braucht bei euch in der Kabine eigentlich am längsten? Ja, der geht dann wahrscheinlich auf meine Kappe und es ist tatsächlich einfach nur mein absolut langsamer Skill des Umziehens nach dem Duschen, beziehungsweise das Duschen selber. Ich bin teils einer der Ersten in der Dusche, aber dann wird es langsam. Deine C-Jugend hat sich auch wieder gemeldet, wie wir gerade schon gehört haben. Was ist in deiner Kindheit falsch gelaufen, dass du THW Kiel-Fan geworden bist, fragen sie. Das geht wahrscheinlich, weil der Account Manager des C-Jugend-Accounts der Herr Grob ist, der brennender SG-Fan ist. Und bei mir ist alles richtig gelaufen. Ich weiß nicht, was mit den Flensburg-Leuten verkehrt gelaufen ist. Also der kommt aus Leverkusen und ist Flensburg-Fan? Nee, ich glaube, der kommt auch hier aus dem Norden. Auf jeden Fall hat er mir irgendwann mal erzählt, gab es angeblich eine berechtigte Connection zur SG, aber nee, das funktioniert für mich nicht, SG. Es bleibt der THW. Was war deine beste Aktion in der abgelaufenen Saison? War es der gehaltene Ball in Essen? Das ist schwer. Nee, ich glaube, ich würde das Tor gegen Korschenbroich nehmen. Bei Zeitspiel ein Unterhänder durch beide Beine der Innenblockverteidiger, die hintereinander standen, und den Torhüter getunnelt. Nicht verkehrt, nicht verkehrt. Es gibt viele Fragen nach irgendeinem Turnier in Delve, ob du es sehr vermisst und ja, sehr viele weitere Delve-Fragen. Ja, ich wäre sehr gerne nach Delve wieder gefahren, aber ein Jahr Pause tut mir wahrscheinlich auch ganz gut. Olli83 Hamburg fragt, woher kommt deine Vorliebe für Wodka mit Sahne? Ja, die Vorliebe gibt es nicht wirklich. Mir wurde das Getränk mehr oder weniger aufgeschwatzt, beziehungsweise zu späterer Stunde meinen Wodka mit Schlagsahne aufgepimpt und ich hatte nicht mehr Energie und Lust, mich dagegen zu wehren und habe die neue Kreation getrunken. Und wie schmeckt sie? Ich kann es dir nicht mehr sagen. Aber den zum Glück nicht hier in dieser Sendung vorhandenen Beweismaterial nach war es ganz gut. Ich habe alles leer gemacht. Vorbildlich, vorbildlich. Letzte Frage, also nicht letzte Frage, es sind so viele Fragen hier, aber eine letzte Frage. Wie sehr freust du dich auf die 3. Liga mit uns? Fragt dein Mannschaftsaccount. Mega. Für mich ist das erste Jahr 3. Liga, von daher, ich bin einfach nur gespannt, wie es wird. Hab mega Bock, da wir eine lustige Truppe sind und kann eigentlich nur geil werden. Von daher, ich freue mich sehr. Das waren alle Community-Fragen. Vielen Dank an alle Beteiligte. Ein bisschen. Und an euch vor allem, dass ihr die ganzen Fragen eingesendet habt. Wir machen gleich nochmal einen Spot und ich würde euch bitten,
in diesem kurzen Werbebreak, ob ihr bei euch zu Hause irgendwie ganz kurz einen Stift und einen Zettel holen könntet. Habt ihr vorliegen? Ich aber nicht. Ich bin super vorbereitet. Ihr würdet euer Machen Spiel einen oder Spot. Event live im Internet sehen? Dann schreibt uns eine Nachricht und wir klären zusammen die Rahmenbedingungen, um auch euch bald live und on demand zu zeigen. So, denn unser Herr Regisseur Hamann kam heute an und sagte so, Off-Season und so, erste Anwurffolge nach der Saison offiziell, da müssen wir wieder Spiele spielen. Krokoduell geht leider nicht. Daher spielen wir jetzt volles Spiel. Wer bin ich? Das heißt, wir machen jetzt das, wo man eigentlich die Zettel sich hier ranklebt, sozusagen. Ja, das geht jetzt natürlich nicht. Das heißt, jeder bekommt jetzt für den anderen, schreibt da einen Namen sozusagen auf. Und zwar genau in der Reihenfolge, wie wir uns jetzt sehen. Das heißt, ich für Ronja, Ronja für Birger, Birger für Kim und Kim für mich. Und wenn Kim jetzt meinen Namen sozusagen gleich in die Kamera hält, muss ich die Augen zuhalten und so weiter. Dass ich natürlich nicht weiß, wer ich bin und das muss ich dann raten und so weiter. Logisch? Super. Gut. Dann denke ich mir jetzt ganz kurz hier mal was für Ronja aus und Ronja für Birger und so weiter und so fort. Und das wussten sie alle nicht. Ja? Das hat sich das Sprungwurf TV Brain Team ausgedacht gerade. So. Okay, ich habe einen Namen. Birger schreibt auch schon. Kim, schreibst du auch? Ja. Ja. Auch schon was? Hast du auch was, Ronja? Schon? Hey, ich bin so unkreativ. Das ist schlecht. Ronja ist maximal am Verzweifeln, glaube ich. Irgendein Promi, der dir einfällt. Irgendwas. Oh Mann. Wird sie es mir später nach der Sendung sehr übel nehmen, dass wir dieses Spiel jetzt spontan spielen? Ich glaube, nein. Doch. Spiele. Ich bin so schlecht in Spielen. Ich merke das schon. Okay. Ich So. hab was. Tatsächlich. Gut, dann Ronja, mach du als erstes mal deine Augen zu. Ja. Ich halte jetzt deinen Namen in die Kamera. Ja, könnt ihr lesen? Ist gut, ne? Gut. Wunderbar. Ronja darf wieder gucken. Dann muss jetzt Birger seine Augen zumachen. Und Ronja, halte Birgers Namen. Ach so. Okay, läuft super. Ist doch gut, ist doch top. Ja, mega. Sehr gut. Toll. So, Birger darf wieder gucken. Jetzt muss Kim die Augen verschließen. Und Birger hält ihren Namen hoch. Oh. Ja, okay, okay. Und jetzt hält, achso, jetzt muss ich die Augen verschließen und Kim hält meinen Namen hoch. Du kannst wieder. Okay, achso, ja. Ich habe einfach nichts gesagt, wenn die ganze Sendung so heute. So, ich würde sagen, genau in der Reihenfolge ab Ronja und dann immer weiter darf man Fragen stellen. Und wir dürfen dann jeweils die anderen drei nur mit Ja oder Nein antworten. Und wenn man ein Nein bekommt, ist dann der nächste mit Fragen dran. Seid ihr bereit? Nein. Aber okay, wir starten trotzdem. Ronja, du darfst starten. Bin ich eine Frau? Nein. Gut. Birger ist dran. Bin ich eine Frau? Nein. Kim. Bin ich eine Frau? Nein. Bin ich ein cooler Typ? Nein. Ja, ich weiß. Nein, egal.
So, Ronja ist wieder dran. Überraschung, bin ich ein Mann? Ja. Kann man mich im Fernsehen sehen? Ja. Ja. In einer Serie? Nee. Okay. Ja, auch erstmal, bin ich ein Mann? Ja. Bin ich Sportler? Nein. Bin ich im Fernsehen zu sehen? Achso, ja. Ja. Oh Gott, ich bin so schlecht in sowas. Bin ich in einem Film? Nein. Nee. Bin ich ein Mann? Nein. Nein, okay. Ronja? Bin ich real? Nee. Bin ich in einer Serie zu sehen? Nein. Bin ich Sportler? Nein. Nein. Keinen Fall. Ich bin eine Frau. Ja. Ich bin eine Sängerin. Nein. Ah, okay. Ronja ist dran. Spiele ich in einem Film mit? Korrekt. Ja. Du musst ein bisschen aufs Tempo drücken, ein bisschen schneller nachdenken müssen wir. Ja, sorry. Bin ich eine Zeichentrickfigur? Nee. Nein. Okay. Bin ich Moderator? Ja. Ja. Bin ich Moderator von einer Sportsendung? Nein. Nein. Bin ich in irgendeiner Serie? Nee. Nein. Ist aber auch schwer, ich habe auch gar keinen Plan. Also wirklich null, was du dir ausgedacht hast. Also ich bin eine Frau, ich bin keine Sängerin. Bin ich Sportlerin? Ja. Ich bin Sportlerin. Spiele ich Handball? Ja. Ich bin Handballerin. Spiele ich Nationalmannschaft? Ja. Spiele ich kommende Saison im Ausland? Ja. Habe ich letzte Saison beim Thüringer AC gespielt? Bin ich Ja. Andy Berg? Yes, korrekt. Ein wichtiger Sieg. Danke, Michael, danke. Zack, gut. Ja, ich bin raus. Können wir aufhören? Bitte. Ich bin mal Nein, Ronja. ganz schnell noch. Du bist doch auch gleich knapp dran. Muss ich jetzt, machen wir echt weiter? Ja, klar, logisch. Michael, das Spiel kommt nicht so gut an, habe ich das Gefühl. Hm, ist das ein Weihnachtsfilm? Oder spiele ich im Weihnachtsfilm mit? Nein. Schade. Moderator, männlich, kein Sportmoderator. Bin ich Moderator von irgendeiner Talkshow? Ja. Auch. Auch.
guck kein Fernsehen, Alter. Moderator von irgendwelchen Talkshows. Von einer deutschen Talkshow. Ja, Ich frage mal ins Bau. Bin ich Daniel Aminati? gar kein Fall. Bin ich manchmal in den Nachrichten? Boah. Nein. Nein. Ich bin aber schon eine echte Person, also im Film, nicht animiert. Also ich bin eine echte. Ja. Ja, okay. Mm, Das ist ein deutscher Film? Nein. Ah, schade. Hätte mir auch nicht weitergebracht. Bin ich Moderator bei Pro7? Nein. Nein. Habe ich irgendwas mit Sport am Hut? Ja. Also bin ich Sportler direkt oder? Ja. Nein. Vorletzte Runde jetzt. Und dann musst du dir deinen Tipp abgeben. Ich bin auch hauptberuflich Schauspieler. Nein. Nee. Hey. Boah, Alter, Tommy, Junge, was ist das für ein Spiel? Ich habe gar keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat. Michael, du bist raus, ey. Ja. Michael und ich zusammen. Bin ich Moderator bei der ARD? Keine Ahnung, ey. Bei der ARD? Nein. Also ich glaube, wir müssen das aus Zeitgründen auch so langsam. Jeder muss mal einen Tipp abgeben. Birger, was ist der erste Moderator, der dir einfällt? Der wäre Daniel Aminati gewesen. Ronja, löse auf. Thomas Gottschalk natürlich. Oh, Tommy! Ja. Auf den hätte man echt kommen können. Freund. Ja, gut. Der geht auf mich. Kim darf noch einmal raten. Gar kein Plan, überhaupt nicht. Ja, Kim, du warst vom. Oh. Ja, auf jeden Fall kein Sportler. Ronja, dein Ja. Tipp. Was jetzt? Hat mit deinem Nachnamen zu tun. Oh, Forrest Gump. Das ist ja widerlich. Tja, so. Also, das Spiel müssen wir, glaube ich, überdenken. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gebracht. Nein, vielen Dank. Was sagt denn die Uhr? Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 3 Stunden in diesem Sinne. Euch vielen Dank, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Aber nein, vielen Dank, dass ihr auch vorher in der Sendung teil wart. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Und bleibt gesund, passt gut auf euch auf. In diesem Sinne, macht's gut. Nächste Woche sind wir wieder da. Mittwoch 2015 mit coolen Gästen und vielleicht einem coolen Spiel. Mal schauen, wie wir Lust haben. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Ihr wollt euer Spiel oder Event live im Internet sehen? Dann schreibt uns eine Nachricht und wir klären zusammen die Rahmenbedingungen, um auch euch bald live und on demand zu zeigen.